Hey, ist wieder Marcel von der Computex 2018 aus Taipei. Hinter mir der neue InWin Z-Tower. Und was der alles zu bieten hat, verrate ich euch gleich. Dieses Video wird euch vom Asus ZenBook S präsentiert. Weitere Details zum ultraleichten Notebook findet ihr in der Infokarte. So, das ist der Z-Tower und das ist ein weiteres Highlight hier vom InWin-Stand auf der Computex 2018. Und ihr seht, das sieht schon richtig crazy aus. Also das ist kein gewöhnliches Gehäuse. Man hat hier versucht, eine Art Twister, also so Tornado nachzuempfinden. Und das Ganze besteht nämlich aus insgesamt 40 Kilogramm Aluminium. Also das ist hier richtiges Metall. Und ich habe auch hier so mal so ein Stück mitgebracht. Und allein hier dieses Seitenteil, ich glaube, das wiegt schon mehr als 5 Kilo. Das ist halt wirklich reines Aluminium. Und das haben die Jungs hier benutzt, um diesen Tower, den es dann später auch in limitierter Auflage zu kaufen geben wird, zu realisieren. Es wird nämlich davon nur 100 Stück geben. Wenn man mal sich den Innenraum anguckt, also da bietet das Gehäuse Platz für normale iATX, ATX oder Micro-ATX Mainboards. Im unteren Teil wird wie gewöhnlich das Netzteil installiert. Hier gibt es weitere Plätze für Wasserkühlmöglichkeiten, also hier zum Beispiel eine Pumpe. Und im oberen Bereich kann ein 360 mm Radiator installiert werden. Natürlich braucht man für dieses Gehäuse keine zusätzlichen Lüfter, weil das Ganze ist ja offen gestaltet. Das heißt, Luft kann die ganze Zeit durch das Gehäuse ziehen. Das Einzige, was dann nur richtig mit Luftkühler gekühlt werden muss, ist halt die Grafikkarte und halt die CPU. Sonst bietet das Gehäuse auch Anschlüsse, also alles mit dabei, USB 3.0, USB Type-C mit dabei. Und ja, wenn man es transportieren will, braucht man, wie gesagt, am besten noch einen zweiten Helfer, weil 40 Kilogramm ist natürlich nicht ganz leicht. Die, wie gesagt, limitierte Auflage wird es dann zum Ende des Jahres wohl zu kaufen geben. Einen offiziellen Preis gibt es noch nicht. Wir schätzen, dass es ungefähr so sich im Preis zwischen 4.000 bis 5.000 Euro bewegen wird. Wenn ihr mehr zu diesem krassen Gehäuse erfahren wollt, hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Und vergesst auf gar keinen Fall, den Allround-PC YouTube-Channel zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Computex-Videos verpasst. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.